Wenn sich der nussige Duft von gebackenem Basmati und Safran im Haus verbreitet und dieses Geräusch daherkommt, dann hat wohl jemand Tahdig gemacht. Wenn ihr dieses Gericht für Freunde kocht, werden sie nie wieder gehen wollen. Hi zu Lucky Recipes! Heute lassen wir den Reis fast schon anbrennen. Für einen Inder ist diese Zubereitungsart ziemlich skandalös. Dabei ist Tahdig eine richtige Delikatesse aus der persischen Küche. Robi und ich sind jedenfalls auf den Geschmack gekommen. Erstmal darf der Safran nicht fehlen, eines meiner Lieblingsgewürze. Er wird zwar auch in Indien verwendet, aber ich glaube, in der persischen Küche kommt er voll zur Geltung. Dafür mahlen wir Safranfäden zu Pulver und lösen sie in einem Schuss heißem Wasser auf. So entfalten sie ihre volle gelbe Farbpracht. Die spiegelt sich auch im Namen wider. Safran kommt vom persischen Sarparon, was so viel bedeutet wie goldene Blätter. Wusstet ihr eigentlich, dass man für 1 Kilo Safran ein ganzes Fußballfeld an Anbaufläche braucht und dann kann man das Ganze auch nur einmal im Jahr per Hand pflücken? Kein Wunder, dass Safran so teuer ist. Aber keine Sorge, wir brauchen da nur eine kleine Menge von. Wir nehmen für Tahdig Basmati-Reis, den wir gründlich waschen, bis das Wasser klar ist. Basmati-Duft zusammen mit Safran ist schon eine Köstlichkeit an sich. In der persischen Küche ist Basmati auch beliebt, so gehört der Iran zu den größten Basmati-Reis-Importeuren weltweit. Noch ein kleiner Tipp, das Waschwasser nicht wegschütten, es eignet sich prima zum Pflanzengießen. Lasst den Reis 15 bis 30 Minuten einweichen, damit sich schöne lange Körner bilden. Seller Basmati sollte man 2 Stunden einweichen. Während der Safran zieht und der Reis noch einweicht, können wir schon mal das Kochwasser aufsetzen. Und das können wir auch ruhig ordentlich salzen. Ich habe mich da früher immer ein bisschen zurückgehalten. In Indien machen wir das nicht so. Aber keine Sorge, in der kurzen Zeit kann es gar nicht so salzig werden. Der Reis wird schön würzig. Gießt den Reis nach der Einweichzeit ab und gebt ihn in das kochende Wasser. Lasst ihn ca. 5 bis 8 Minuten bissfest kochen. Wie lange er bei euch braucht, ist von Basmati zu Basmati unterschiedlich. Sobald der Reis an die Oberfläche kommt, testen wir, wie gar er ist. Er sollte sich mit leichtem Druck zwischen den Fingern brechen lassen und so schmecken, als bräuchte er nur noch 1 bis 2 Minuten. Anschließend könnt ihr den Reis in einen Sieb kippen. Jetzt bereiten wir den Tahdig vor. Rührt zuerst euer Safranwasser mit Joghurt an. Diese Mischung ist für die Tahdig-Kruste. Der Joghurt hält die Masse zusammen und die Kruste bekommt ein fein säuerliches Aroma. Ihr seht, wie schön gelb die Mischung wird und das eigentlich mit ganz wenig Safran. Je hochwertiger der Safran, desto ergiebiger ist er. Mit unserem 5 Gramm Döschen kommen wir echt lange aus. Wir haben euch unten einen Safran verlinkt. Wie viel gekochten Reis ihr nehmt, ist von der Breite des Topfes abhängig. Allgemein funktioniert das Verhältnis doppelt so viel Reis wie Joghurt ganz gut. Es gibt ganz viele Wege, Tahdig zu machen. Im Grunde braucht man nur eine stärkehaltige Zutat und Öl. Variationen mit dünnen Kartoffelscheiben und dünnen Fladenbrot sind ebenfalls beliebt. Taur bedeutet so viel wie Boden und Dik Topf. Tahdig bezieht sich also auf die Kruste, die sich am Topfboden bildet. Viele Iraner haben einen Reiskocher zu Hause, der die Hitze am Ende höher hält als asiatische Reiskocher. So entsteht eine Kruste. Wir machen das Ganze einfach im Topf. Am besten verwendet ihr einen beschichteten Topf. Wir haben aber keinen in der richtigen Größe. Dafür gibt es aber eine einfache Lösung. Ihr bastelt euch einfach einen beschichteten Topf mit Hilfe von Backpapier. Das ist bis zu 230 Grad Celsius hitzebeständig und so viel Hitze benötigen wir gar nicht für die Kruste. Den Kreis schneide ich etwa 1 cm größer als den Topfumfang. So bekomme ich einen kleinen Rand, wenn ich das Backpapier in den Topf lege. So bleibt der Tahdig weder am Boden noch an den Seiten haften. Erhitzt den Topf auf mittlerer Stufe, bei uns 5 von 9 und gebt Ghee dazu. Sobald das Ghee heiß ist, verteilt den Joghurtreis gleichmäßig und glatt, bis er etwa 3 mm hoch ist. Am Anfang darf und soll es ruhig zischen und ihr solltet zügig arbeiten. Die Schicht Joghurtreis sollte nicht zu dick sein, sonst wird er nicht komplett knusprig, sondern ihr habt noch eine weiche Schicht mittendrin. Ich öle auch noch die Seiten vom Topf ein, damit auch wirklich nichts haften bleibt.
Darauf verteilt ihr den restlichen Reis schön locker, ohne ihn glatt zu streichen. Danach einige Löcher hineinstechen, nicht bis zum Boden. Die dienen als Luftlöcher. So wird der weiße Reis von Dampf von unten bis nach oben schön fluffig und zu Ende gegart, während der gelbe Reis am Topfboden die leckere Kruste bildet. Den Rest Safranwasser und einen Klecks Ghee oben verteilen, anschließend mit einem Baumwolltuch abdecken und den Deckel fest draufgeben. Das Tuch saugt überschüssige Feuchtigkeit auf. Die ersten 5 Minuten ist die Hitze bei mir auf mittlerer Stufe, Stufe 5 von 9, dann schalte ich auf Stufe 2 und lasse den Reis ca. 30 Minuten dämpfen. Lass den Topf dabei gelegentlich rotieren, damit die Hitzeverteilung gut ist und die Kruste gleichmäßig bräunt. Die Zeit kann von Topf zu Topf unterschiedlich sein, am besten notiert ihr euch eure ideale Zeit und Herdstufe. Wenn ihr uns auf Instagram folgt, wisst ihr, dass wir auch ein paar Fails hatten. Das ist ganz normal und gehört eben dazu. Also eine Kruste haben wir, nur nicht auf dem Reis. Dafür ist man am Ende richtig glücklich, wenn man sich einen neuen Skill angeeignet hat. Wow, sehr gut. Das sieht doch nach super tollem Tahdig aus. Mit unseren Tipps werdet ihr bestimmt ganz schnell in den Genuss von diesem köstlichen Reis kommen. Während der Tahdig backt, wäre genau der richtige Zeitpunkt, unseren Kanal zu abonnieren, denn wenn ihr auf Essen mit Gewürzen steht, seid ihr bei uns genau an der richtigen Adresse und ein Abo kostet ja nichts. Das riecht schon so gut. Und ich finde immer dieser Geruch von Safran und Basmati, wenn der zusammenkommt, riecht die Wohnung total gemütlich. Man kann auch tatsächlich ein bisschen schummeln, ein bisschen so reinschauen, ob da sich schon was getan hat in diese Löcher. Ich denke, es ist soweit. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Den Reis streiche ich erstmal glatt, so lässt er sich gleichmäßig stürzen. Außerdem prüfe ich die Seiten. Mit einer beschichteten Pfanne ist das nicht nötig. Jetzt beherzt den Topf umdrehen und vorsichtig hochheben. Ich bin jedes Mal aufs Neue aufgeregt. Tada! Wir sind sehr zufrieden und der Trick mit dem Backpapier hat super geklappt. Was sagt ihr? Der Reis verströmt einen wunderbaren Duft und ist ein echter Blickfang. Ihr könnt Tahdig eigentlich zu allem Möglichen essen. Aber wir arbeiten schon an ein paar weiteren leckeren persischen Gerichten, die wir gerne mit euch teilen wollen. Also das Abo nicht vergessen. Bis dahin viel Spaß mit dem Tahdig und streitet euch nicht um die knusprigsten Stücke.